Herzlich willkommen in Doktorchens Keller. Heute, wie versprochen, mit dem ersten Synthi Talk Video. Da ich die Videos nicht allzu lang machen will, also 5, maximal 10 Minuten, wird es eine etwas längere Reihe werden. Wie lang genau, kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Wenn ihr da aber nichts verpassen wollt, dann bitte einfach abonnieren und die Glocke drücken, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Das Thema Synthesizer ist relativ komplex und ich habe eine ganze Weile überlegt, wie ich am besten einsteige, um eben auch Anfänger, Interessierte irgendwo mitzunehmen und die alten Hasen nicht vollends zu langweilen. Da wir uns aber vielleicht doch erstmal alle auf den gleichen Stand bringen sollten, dachte ich, ich fange doch mal bei den Grundlagen an, und zwar heute tatsächlich mit der Frage, was ist eigentlich ein Synthesizer? Wenn ich jetzt sage, stellt euch den typischen Synthesizer vor, dann denkt der eine an einen Minimoog, der nächste an ein Modularsystem, noch einer an M1, an einen DX7, vielleicht an eine Drum Machine oder auch ein Plugin. Und da ist jetzt die Frage, was eint das eigentlich alles und wo genau ist quasi die DNA des Synthesizers angesiedelt? Da stellen wir uns mal ganz dumm und schauen bei Wikipedia nach, wie man das heute so macht. Da finden wir, dass es sich um ein Elektrophon handelt, das auf elektronischem Wege Klänge erzeugt, und dann steht noch was von elektronischer Klangsynthese. Wem jetzt Wikipedia zu banal oder zu New Age mäßig ist, der schaut halt im Brockhaus. Der Begriff Elektrophon wird ihm auch dort begegnen. Dazu steht dort noch, dass es ein Instrument ist, mit dem man eine nahezu unendliche Anzahl an Klängen und Geräuschen erzeugen kann. Klingt ja alles schön und gut. Nur könnte sich dem geneigten Leser oder in dem Fall jetzt Zuschauer die Frage stellen, was zur Hölle ist ein Elektrophon? Nun, 1914 hat sich der Herr von Hornbostel und der Herr Sachs Gedanken dazu gemacht und wollten eine Systematik in Musikinstrumente allgemein bringen. Sie haben das zunächst in 4 Kategorien unterteilt: Idiophone, Chordophone, Membranophone und Aerophone. Elektrophon war dort noch nicht dabei, weil das 1914 noch nicht so die Rolle spielte. 1940 hat Kurt Sachs dann eben die Elektrophone ergänzt, wobei er die prinzipiell in 2 unterschiedliche Kategorien eingeteilt hat. Einmal wird ein Ton akustisch erzeugt, aber dann irgendwie elektronisch weiterverarbeitet. Ein simples Beispiel wäre eine E-Gitarre. Also ich schlage eine Saite an, die schwingt, das ist was Akustisches, aber die Verstärkung erfolgt dann auf elektronischem Wege. Das andere nannte er radioelektrische Instrumente, und das sind tatsächlich auch die, die uns jetzt interessieren. Die erzeugen nämlich selber auch den Ton auf elektronischem Wege, klassischerweise mit einem Oszillator. An der Stelle jetzt der kurze Hinweis: Das, was ich jetzt im Folgenden erzähle, bezieht sich tatsächlich auf den ganz klassischen, typischen Aufbau eines analogen Synthesizers. Ich weiß, dass es dort auch Ausnahmen gibt in der Synthi-Entwicklung, weil auch nicht alle Synthese- und Konstruktionsformen alle Bauteile unbedingt benötigen. Wir schauen uns jetzt aber tatsächlich mal das ganz klassische Beispiel zunächst an, und das beginnt mit einem Oszillator. Nun, was tut ein Oszillator? Er oszilliert. Das heißt, er schwingt, und zwar mit einer bestimmten Frequenz, und diese Frequenz bestimmt ganz direkt die Tonhöhe. Die Tonhöhe kann ich beeinflussen, zum einen im Regelfall über einen Knopf oder aber über eine extern angelegte sogenannte Steuerspannung. Deswegen spricht man auch von VCO, Englisch Voltage Controlled Oscillator. Ich lege jetzt einfach mal eine Steuerspannung an, weil so ein Dauerton, den der Oszillator von sich aus ausgibt, kann jetzt in den wenigsten Fällen als musikalisch besonders wertvoll und nutzbar gelten. So, jetzt wird im Grunde mit diesem Sequencer eine Spannung an den Oszillator angelegt und damit verändert er seine Tonhöhe. Wir hören allerdings immer noch permanent einen Ton. Es sind also keine Pausen oder ähnliches drin. Um das jetzt zu erreichen, brauchen wir noch den VCA, Voltage Controlled Amplifier. Der erstellt im Prinzip
einen Lautstärkeverlauf. Das Ganze wird ergänzt durch einen VCF, Voltage Controlled Filter. Und wir nutzen noch eine Hüllkurve, Envelope Generator im Englischen oder Hüllkurvengenerator, genauer gesagt, auch im Deutschen. Und dann können wir daraus das machen. Ist jetzt nur ein sehr simples Beispiel. Was genau die einzelnen Bestandteile machen, schauen wir uns auch tatsächlich in einem separaten Video nochmal gesondert an. Das sprengt jetzt hier aber ein bisschen den Rahmen. Es sollte ja nur darum gehen, was ist eigentlich ein Synthesizer? Und die Frage haben wir letzten Endes damit beantwortet. Es ist ein Instrument, das auf A, elektronischem Weg einen Klang selber erzeugt und B, dass ich diesen Klang in dem Instrument selbst auch bearbeiten kann. Ich hoffe, es haben sich jetzt alle irgendwo angesprochen gefühlt und haben irgendwie was mitnehmen können, was sie vorher noch nicht wussten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, gehabt euch wohl.